Das ist der Tag, den Gott gemacht, er freut ihn alle Welt an. Es freut sich, was sich freuen kann, denn Wunder hat er getan. Wer ist alles Leid der Welt, des Todes Dunkel ist erhellt. Der Herr stand in Gottes Macht, hat neues Leben uns gebracht. Wir sind getauft auf Christi Tod und auferweckt mit ihm zu Gott. Uns ist geschenkt sein heiliger Geist, ein Leben, das kein Toten weiß. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Wir sind im Namen des auferstandenen Jesu versammelt, um die Feier des Ostergeheimnisses mitzufeiern und um sein Segen zu bitten. In den Tagen nach Ostern hören wir in den heiligen Texten von vielen Geschehnissen, in denen die Jünger Jesu nicht nur eine neue Perspektive für ihr Leben, sondern auch förmlich neue Kraft erhalten. Der Osterglaube und das Ostergeschehen lassen den Menschen nicht in seinem alten Zustand. Sie geben Kraft zum Warten und Mut zur Nachfolge. Jede Zusammenkunft von Christinnen und Christen bietet den Raum, sich dieses Geheimnis neu zu erschließen. Jesu Tod und seine Auferstehung zu feiern. So wollen wir im Wissen um die Gegenwart des Herrn in unserer Mitte diese Feier begehen. Und ich freue mich sehr, heute mit meinen Mitbrüdern und mit Ihnen an diesem Tag meiner Priesterweihe die Messe zu feiern. Ich wurde vor 4 Jahren wie ein Klaretiner Missionar geweiht. Ich bin ganz froh in meiner Kongregation und mit meinen Mitbrüdern. Ich lade Sie alle ganz herzlich ein, mit mir dem Gott zu danken, der mich als Klaretiner Missionar berufen hat. Bereiten wir uns vor, um die heilige Messe würdig zu feiern. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Singen wir zum Gloria 326. Wir wollen alle fröhlich sein. 326, die erste und vierte Strophe. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heiland uns bereit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Familiensohn. Es singt der ganze Herrenreich, dem Gottes Sohn Lob preist, der unser Kampf das Paradies. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Familiensohn. Lasset uns beten. Gott und Vater, du hast die vielen Völker im Bekenntnis deines Namens geeint. Gib, dass alle, die aus dem Wasser der Taufe wiedergeboren sind, eins werden im Glauben und in der Wirkung der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als sich Petrus und Johannes anschloss, lief das ganze Volk bei ihnen in der sogenannten Halle Salomons zusammen, außer sich vor Staunen. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleumdet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und weil er an seinen Namen geglaubt hat, hat dieser Name den Mann hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht. Der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihm vor euren Augen die volle Gesundheit geschenkt. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt.
ebenso wie eure Führer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündet hat, dass sein Messias leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt. Und Jesus sendet als den für euch bestimmten Messias. Ihn muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von allem, die Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch sagt. Jeder, der auf jenen Propheten nicht hört, wird aus dem Volk ausgemerzt werden. Und auch alle Propheten, von Samuel an und alle, die später auftraten, haben diese Tage angekündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat. Als er zu Abraham sagte, durch deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und gesandt, damit er euch segnet und jeden von seiner Bosheit abbringt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 324 vom Tode heute gestanden ist. 324. Vom Tode heute standen ist, der alle Welt ein Tröster ist. Halleluja. Die ganze Welt staunt und lebt, weil Gottes Herrlichkeit angeht. Der Tod ist tot, das Leben lebt. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und deinem Geiste, Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 11 und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihrer Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe,
als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am 3. Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Evangelium, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Zu Jesus Christus, dem Sieger über Sünde und Tod, lass uns in den Fürbitten voll Vertrauen rufen. Für alle, die von der Osterbotschaft Zeugnis ablegen, dass sie frei und mutig das Evangelium den Menschen verkünden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die Zweifel in sich tragen, dass sie durch deine Nähe einen neuen Zugang zur Osterbotschaft erhalten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt oder verachtet werden, dass sie stets in der Treue zu dir neue Kraft und neuen Mut schöpfen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die uns im Tod vorausgegangen sind, dass auch sie zu dem neuen Leben gelangen, das du uns an Ostern errungen hast. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du hast durch deinen Tod und deine Auferstehung den Menschen neuen Mut und neue Hoffnung geschenkt. Auf dich vertrauen wir heute und in Ewigkeit. Amen. So haben bereits um 337 freudig Augustus. 337. Eins, 6 und 7. Freudige Christenheit, freudig uns singen, der Heiland ist erstanden heut. Halleluja, Halleluja. Das Einzelkörperlein nicht verlieren, freudig und sehr erschöpft. Halleluja, sing fröhlich, Halleluja. So wirst du freudig und singen und deinen Heiland ewig sehen. Halleluja, sing fröhlich. Betet, liebe Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Dein Wille soll wahr aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm des ganzen Landes, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in Dankbarkeit für die neu Getauften darbringen. Schenke ihnen und uns allen deine Hilfe zur rechten Zeit.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 388 zum Sanctus. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Erde und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig ist unser Herr. Der liebe Gott, der immer ist und waltet immer. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
barmgütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns selber zu einer Gabe, die dir gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit Maria, der Mutter unseres Herrn, mit dem heiligen Josef, mit unserem Ordensgründer Anton Maria Gerett, wir vertrauen. Das Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Christoph und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Tochter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Gemeinsam singen und loben wir unseren Herrn. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist das volle Leben. Wir sind gemeinsam jetzt wie eine Gemeinde in der Kirche oder in der Kapelle. Wir bleiben in unserem eigenen Wohnung. Aber wir sind geistig verbunden im Namen des Herrn. Beten wir gemeinsam wie eine Gemeinde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse unser Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Habt ihr keine Angst.
Ich bin da. Bitte. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du gehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele gesund. Lasst uns auf 1, 3 und 5. 533, 1, 3 und 5. Lasst uns Freuden herzlich sehen. Halleluja. Maria, Kreuz und mein Lied will. Halleluja. Verschwunden sind die Himmel. Halleluja. Jetzt wächst der Lebenssonnenstrahl. Halleluja. 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 Halleluja.
ja dein Sohn erstanden ist. Halleluja. Kein Wunder, dass du völlig bist. Halleluja. 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 Dein Herz und ganz in Freuden steht. Halleluja. Und zu die Freuden liegt. Halleluja. Ach, und vermisst doch unser Lied. Halleluja. Und sei auf uns ein Verkleid Weg. Halleluja. 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 Lasset uns beten. Gütiger Gott, durch das Werk der Erlösung hast du unsere Schuld getilgt und uns deine Gnade geschenkt. Die Feier der Geheimnisse Christi stärke uns in diesem Leben und schenke uns die ewige Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vielen Dank, meine lieben Mitbrüder und alle Schwestern und Brüder für Ihre Mitfeier. Eine klare Kinder wünschen Ihnen allen ein wunderschönes Gebet in der Messe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Er segne euch und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in der Liebe Christi. Dank sei Gott, dem Herrn.